Heute stelle ich euch den 2022er Königsbacher Idek Riesling vom Weingut Estelmann aus Gimmelding in der Pfalz vor. Ja, was ist das Besondere an diesem Wein? Das Besondere ist eigentlich schon im Namen drin, Königsbacher Idek, eine der wahrscheinlich 3 besten Lagen innerhalb der Pfalz. Das ist auf jeden Fall was, wenn Idek draufsteht, sollte man es auf jeden Fall probieren, weil diese Lage nicht nur eine Einzellage ist, sondern wirklich herausragend ist. In der Pfalz und über die Pfalz hinaus bekannt ist. Sie steht auf einem massiven Kalksockel, hat mancherorts auch so Basalteinschlüsse, also Vulkangestein. In den Parzellen, in denen Felix seine Rieslinge stehen hat, nicht. Die sind auch teilweise ein bisschen wärmer als die von Kollegen, aber er holt hier wahnsinnig finessereiche Rieslinge heraus. Das ist ein Riesling, Idek, den macht man auf, wenn man was zu feiern hat, wenn man ein großes Essen macht. Das ist jetzt nicht der Riesling, so sage ich mal, für jeden Tag, wobei für manche von euch vielleicht schon, wer weiß. Es ist auf jeden Fall ein Riesling, der zeigt, dass nicht nur Riesling nicht gleich Riesling ist, sondern was wirklich großartiger Riesling sein kann und warum die ganze Welt über Riesling spricht und warum deutscher Riesling so berühmt und auch so erfolgreich ist. Deswegen, ich habe euch, glaube ich, an der Stelle jetzt schon den Mund ganz schön wässrig gemacht. Lasst uns mal direkt ans Glas gehen und ins ernsthafte Trinken reinkommen. Riechen wir mal dran. Also zunächst einmal seht ihr schon bei der Farbe, und da muss ich jetzt mal an der Stelle was zu sagen, weil wir haben hier so ein goldgelbes Geschöpf, möchte man fast sagen, im Glas, das für einen Wein, der jetzt gerade erst vor ein paar Monaten auf die Flasche gekommen ist, schon sehr außergewöhnlich ist. Das zeigt zum einen natürlich, wie vollreif die Trauben jetzt hier auch waren, und zum anderen auch, wie intensiv der Hefekontakt war. Und das war es hier auch, weil wenn wir nämlich jetzt reinriechen, dann ist schon mal auffällig, wir haben so krasse, sehr krasse Honignoten, die uns als erstes entgegenschlagen im Glas. Und das ist immer ein Zeichen, so dieses Honig, Sahne, Karamellige ist immer so ein Zeichen für sehr intensiven Hefekontakt. Und das ist hier sogar so stark ausgeprägt im ersten Moment, jetzt lässt es langsam nach, dass wir diese Riesling-Apfelfrucht, die ja auch gerade in der Pfalz oft so ein bisschen breiter und opulenter daherkommt, die verschwindet erstmal komplett unter diesem Honig. Und jetzt kommt sie hier so hervor. Und das ist auch so ganz, also meine Assoziation ist sofort so eigentlich für diejenigen unter euch, die es nicht wissen. Ich bin in Hamburg groß geworden, und im Süden von Hamburg gibt es das sogenannte Alte Land, wo ganz, ganz viele Obstbäumplantagen stehen, hauptsächlich Äpfel und Birnen herkommen. Und da gibt es so alte, ganz kleine Apfelsorten, die sehr kleine, aber auch gleichzeitig sehr süße, fruchtige Äpfel hervorbringen. Und was ich jetzt hier rieche, ich weiß gar nicht, wie die Sorte heißt, aber das erinnert mich total daran. Kommt so Pfirsich kommt dazu. So ein bisschen Salbei, ist auch ganz interessant. Und dann kommt hier sowas, was, das ist eigentlich schon Nelke, so getrocknete Nelke, das ist echt. Und dann jetzt kommen ganz, ganz viele kleine diffuse Gewürze, die, wenn wir uns jetzt mehr Zeit lassen würden und auch den Wein nochmal irgendwie eine halbe Stunde wegstellen, dann merkt ihr, wie sich das alles ausdifferenziert. Ich probiere es mal an der Stelle. Und das ist jetzt am Gaumen, also ist wirklich, deckt den kompletten Mund ab. Der Kalkstein ist sehr präsent, die Säure eher zurückhaltend, aber dennoch da. Wir haben dieses Apfelige, was da auch mitunter bei jungen Rieslingen sehr im Vordergrund sein kann. Das ist hier so ganz fein, ganz subtil. Das ist eigentlich quasi wie so ein Tee, den man
irgendwie da draus gezogen habe. Und so ist auch ganz vorne so die Textur. Es hat was an so sehr feine Grüntees aus Japan erinnert. Ich nehme noch mal einen Schluck. Genau, und auch mit diesem Teeigen einher kommen dann viele unterschiedliche Kräuter zum Vorschein. Ich habe jetzt hier gerade so ein bisschen so wilden Thymian, auch gerade der sich auf meine Zunge gerade gesetzt hat. Mit dem nächsten Schluck kommt bestimmt irgendwas anderes. Also ihr merkt, es ist ein sehr komplexer Wein, mit dem man sich nicht nur irgendwie eine halbe Stunde oder länger beschäftigen kann, sondern einen ganzen Abend. Das macht sehr viel Spaß. Wenn wir jetzt im nächsten Schritt dazu gehen, wie kann man diesen Wein einsetzen, dann ist für mich als absoluten Riesling-Freak natürlich sofort klar, ich trinke den sehr gut alleine, aber ich habe jetzt sofort so eine Assoziation, gerade weil ich auch dieses Teeige angesprochen habe und der auch durchaus ein gewisses Tanningerüst auch mitbringt, ein bisschen Gerbstoff, auch nicht allzu schlank ist. Er ist nicht fett, aber jetzt auch nicht super tight, sondern er bringt schon ein bisschen auch Opulenz mit, die sehr elegant verpackt ist, auf jeden Fall. Ich würde das Ganze mit Shabu Shabu kombinieren für unsere Fleischfans. Shabu Shabu ist sehr dünn aufgeschnittenes Rindfleisch von sehr hochwertigen Rindern. Das kommt aus Japan und Shabu Shabu wird ganz kurz mit sehr großer Hitze von beiden Seiten eigentlich gegrillt. So, also wir reden eigentlich von Temperaturen so jenseits der 600 Grad. So, man braucht viel Feuer von beiden Seiten und ist innen eigentlich noch fast roh. Und außen ist dieser Maillard-Effekt sehr schön eingetreten. Und wenn man das mit diesem Wein begleitet, einfach so ein sehr, sehr gutes Stück Fleisch mit diesem sehr, sehr guten Wein, dann ergänzt sich das sehr, sehr gut, weil das Produkt quasi im Mittelpunkt steht. So, es gibt nicht viel an Shishi außenrum. Für diejenigen unter euch, die jetzt sagen, naja gut, Idek, hast du ja gesagt, das ist ein Wein, den macht man auf, wenn man großes Essen serviert. Klar. So, da bin ich auch direkt dann wieder beim Fisch. Allerdings würde ich dann auch an dieser Stelle sagen, keine zu fetten Fische nehmen, sondern eher Binnenfische nehmen. Da vielleicht auch Fische nehmen, die vielleicht regional bei euch typisch sind und die entweder im Ganzen machen oder filetieren und auf der Haut braten, weil dadurch, dass du es auf der Haut brätst und erst mit viel Hitze an die Haut rangehst und dann langsam gar ziehen lässt, eventuell im Ofen bei sehr niedrigen Temperaturen, hast du ja diese eigene Fischaromatik nochmal dabei. Also wenn ihr zum Beispiel das Glück habt, dass Bachforellen bei euch verfügbar sind, dann nehmt sowas, weil Bachforelle, abgesehen davon, dass es einer meiner Lieblingsfische ist, immer eine sehr feine, sehr elegante, würzige Aromatik hat, die sich sehr hervorragend mit diesem Wein auch kombinieren lässt, weil es hier eben nicht nur darum geht, wie breche ich das Fett vom Fisch auf, sondern wie ergänze ich die Aromatik, wie gehe ich da rein, und dann kann man das eben kombinieren, indem man zum Beispiel sortierte Zuckerschoten dazu serviert, vielleicht mit ein bisschen eine Beurre Blanc mit ein bisschen Gorgonzola reingeht. Nicht zu viel, dass man den Fisch und die Zuckerschoten nicht platt macht. So, und dann kann man vielleicht, um da wieder ein bisschen Leichtigkeit und auch diesen leicht japanische, was ich da im Kopf hatte, so mit auf so einem Duftreisbett, könnte ich mir das vorstellen, dass man irgendwie so einen Jasminreis nimmt und den ganz leicht gar ziehen lässt, so dass er eben wirklich auch dieses Duftende noch an sich hat. Das kann ich mir sehr gut so zusammen vorstellen. Genau. Ich bin gespannt, was ihr dazu esst. Ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal, auf den nächsten Wein mit euch. Sage Cheers, bis bald und freue mich, wenn ihr uns folgt und dieses Video liked. Ciao.